So, hallo zusammen und herzlich willkommen zu einem weiteren Video auf meinem Vlog-Kanal. Viele von euch dachten wahrscheinlich, ich werde auf Tomaris Video in einer Woche hacken lernen, reacten, was ich nicht tun werde, weil ich quasi selbst da ein bisschen dran beteiligt war. Deswegen macht es meiner Meinung nach nicht so viel Sinn. Heute wird auch der Schnitt ein kleines bisschen weniger Fun sein, sondern mehr ernst. Denn heute haben wir ein sehr ernstes Thema und zwar, ja, ich möchte mit euch über Konsequenzen von Hacking reden. Und ich meine nicht für den Hacker, sondern für die Betroffenen. Tatsächlich erreichen mich täglich mehrere Mails über Personen, die gehackt wurden. Und das liegt vermutlich daran, dass ich mittlerweile einer der größten IT-Kanäle in Deutschland bin, was übrigens sehr, sehr geil ist. Vielen Dank dafür. Aber auf der anderen Seite vielleicht auch daran liegt, dass ich viel mit IT-Security mache. Einige davon sind ziemlich sicher fake. Die schreiben einfach, ihr Instagram wurde gehackt und ob ich das wieder zurückhacken kann, was ich natürlich nicht tue. Viele andere sind aber leider echt. Und mit einem davon habe ich mich ein bisschen länger unterhalten, beziehungsweise mit einer davon habe ich mich länger unterhalten, denn sie wurde auch gehackt. Und ich möchte euch ihre Geschichte heute mal anonymisiert zeigen oder zumindest erklären oder erzählen. Sie möchte nicht genannt werden, deswegen werde ich jetzt hier auch ihren Namen nicht nennen. Ich werde auch nicht mehr über sie sagen. Ich werde auch kein Interview oder Bild oder sowas zeigen. Sie will anonym bleiben und das kann ich nach dieser Geschichte absolut verstehen und ihr hoffentlich danach auch. Ganz kurzer Einschub hier, diese ganze Geschichte ist passiert, bevor einigermaßen IT-Security so da war, wie sie heute da ist. Okay, es ist besser geworden, aber es ist immer noch nicht gut. Und das haben wir schon allein gesehen, dadurch, wie viele Kreditkarten eigentlich im Darknet verkauft werden, okay? Das heißt, das Ganze ist immer noch aktuell, auch wenn es nicht mehr so einfach ist, aber es geschieht immer noch. Okay, fangen wir an. Zunächst einmal, sie ist Journalistin und freie Journalistin noch dazu. Das heißt, sie hat sozusagen einen Blog oder hatte, mittlerweile hat sie nicht mehr. Und dort muss man laut Gesetzespflicht in Deutschland ein Impressum haben. Dieses Impressum ist leider, nun ja, auch teilweise privat. Denn wenn man zu Hause arbeitet, dann hat man ein privates Impressum, weil man ja nirgendwo anders irgendwas melden kann. Also das heißt, manche Menschen haben einfach kein Büro, das sie irgendwo melden können, was sich von ihrer Arbeitsadresse, von ihrer Privatadresse unterscheidet. Und dementsprechend läuft das teilweise auf dieselbe Adresse zu. Okay? Und das steht online. Zusätzlich braucht man eine Telefonnummer und eine E-Mail-Adresse. So, und jetzt wird es schon kritisch, denn mit E-Mail-Adressen kann man sich bei Social Media einloggen, wie ihr vielleicht wisst, was ihr wahrscheinlich auch mehr oder weniger täglich tut. Und dementsprechend kann man mit einer E-Mail-Adresse und einem schlechten Passwort relativ leicht Social Media knacken. Und das ist ihr passiert. Ihr Facebook und ihr Instagram wurden geknackt. Darüber hat man dann noch eine zweite E-Mail-Adresse gefunden, die hinterlegt war sozusagen als Backup-Adresse, die tatsächlich für ihre privaten Sachen genutzt wurde. Und ja, die hatte leider auch ein zu schlechtes Passwort. Beziehungsweise auch kein Zwei-Faktor und so weiter und so fort. Zu all dem mache ich wahrscheinlich noch ein Video, denn ich möchte euch langfristig darüber aufklären, was ihr tun könnt, damit euch das nicht passiert, was hier passiert ist. So. Mit dieser E-Mail, die nun auch geknackt wurde, hat der Hacker dann tatsächlich viele Passwörter von Konten zurückgesetzt. Ihr kennt diese Passwort-Zurücksetzen-Funktion, die ist an sich ziemlich geil, wenn man sein Passwort vergessen hat, aber leider auch sehr gefährlich, wenn man die E-Mail-Adresse nicht mehr hat. Das bedeutet, hier wurden Amazon, PayPal und so weiter und so fort einfach zurückgesetzt. Und ja, dementsprechend hat man dann ein neues Passwort, muss sich dann damit einloggen und damals war es wie gesagt noch nicht so gut abgesichert, das heißt der Hacker ist da einfach reingekommen und hat dann dort Kreditkartendaten gefunden, hat alles mögliche, es waren noch andere Konten dabei, ich weiß nicht genau welche alle, aber der Hacker hat Kreditkartendaten gefunden, er hat Amazon-Accounts gehabt und er hat PayPal gehabt und all diese Accounts inklusive der privaten Daten wurden im Darknet verkauft. So, ihr kennt das vielleicht, ihr habt das vielleicht schon in Dokus gesehen. Kreditkarten im Darknet verkaufen ist tatsächlich häufig der Fall. Man zahlt mit der Kreditkarte zum Beispiel im Restaurant und die Bedienung im Restaurant macht ein Foto von der Kreditkarte. Was ich tatsächlich schon gelesen habe und gehört habe, manche machen sich damit quasi gratis Netflix-Accounts. Das ist eine andere Geschichte, andere verkaufen die Dinger im Darknet, okay? Und das ist ein riesen Problem. Das heißt, die Leute haben einfach quasi for free eingekauft, wie sie gerade Bock hatten. So, und das war jetzt bei sehr vielen verschiedenen Anbietern, aber natürlich nicht auf die Adresse, wo sie gemeldet war, sonst hätte sie es ja gemeldet, wenn irgendwelche Pakete kommen, sondern einfach auf eine andere Adresse. Und diese andere Adresse
Naja, das war natürlich eine Fake-Adresse, die irgendwie dann beobachtet wurde und dort wurden dann die Pakete regelmäßig abgezogen. Ja, über mehrere Ecken wurde das scheinbar gemacht. Die Leute wurden niemals gefasst, das kann ich hier schon mal vorwegnehmen. Allerdings, ja, sie hat das natürlich gemerkt, dass auf ihrem Konto plötzlich so, ne? Und hat das natürlich der Polizei gemeldet. Die Polizei wusste zum Glück davon, das Ganze nennt sich Identitätsdiebstahl. Und Identitätsdiebstahl ist gerade in letzter Zeit wirklich eine Straftat, die sehr, sehr stark im Kommen ist. Wie gesagt, die Polizei hat ermittelt, sehr, sehr lange ermittelt und sehr, sehr viel recherchiert, aber es wurde niemand gefunden. Logischerweise sind die Leute da nicht gemeldet gewesen, okay? Da war irgendjemand anders gemeldet, der davon nicht mal was wusste. Das heißt, der wurde quasi auch betrogen, aber der hat irgendwie Pakete empfangen und dort wurden die Pakete halt abgelegt und dann wurde jedes Mal das Paket einfach abgezogen. Scheinbar sehr, sehr viel Aufwand, aber ja, das ist tatsächlich so passiert. Und dementsprechend wurde dann auch der Schuldenberg immer größer, immer größer. Die Polizei hat, wie gesagt, niemand gefunden und dementsprechend kamen dann früher oder später auch Schuldeneintreiber zu ihr und haben gemeint, hey, hier, bitte zahl mal. Und sie ist dann damit wieder zur Polizei gegangen und hat gesagt, ist nicht meins, ich kann da nichts machen. Und jetzt ist das tatsächlich schon sehr, sehr lange im Gange. Sie hat mehrere Monate lang die ganze Zeit 8 Stunden gearbeitet, abends heimgekommen, nochmal Briefe von Schuldeneintreibern beantwortet und denen die rechtliche Lage erklärt, Unterschriften von Anwälten eingeholt, Unterschriften von der Polizei eingeholt und so weiter und so fort. Haufenweise Arbeit, okay? Und das ging wirklich mehrere Monate. Daran ist ihre Ehe zerbrochen, daran ist ihr Job zerbrochen, daran ist quasi alles zerbrochen. Und naja, im Endeffekt, sie musste nichts davon bezahlen, außer die Anwaltskosten, die sie übrigens selber tragen musste. Aber sie hat natürlich auch haufenweise Zeit da rein investiert und wurde da psychisch hart mitgenommen. Wie man hier sieht, automatisiert geht hier gar nichts, okay? Die Schuldeneintreiber kommen teilweise bis heute noch, obwohl sie denen geschrieben hat, sie sollen ihre persönlichen Daten aus ihren Akten rauslöschen. Und das heißt, sie hat wirklich diese Schuldeneintreiber, die wirklich jedes große Unternehmen quasi beauftragt, hat sie angeschrieben und gesagt, löscht meine Daten, das war nicht ich. Und die kommen bis heute und wollen irgendwas von ihr. Das ist immer noch ein Riesenstress für sie, das ist immer noch ein Riesenproblem und kostet immer noch Zeit, wenn nicht mehr so viel wie früher, aber es ist immer noch nicht gegessen. Was noch viel schlimmer ist, sie hat mittlerweile natürlich einen Eintrag bei der Schufa. Die Schufa ist die deutsche Registrierung quasi für die Leute, die mal irgendwie Geldprobleme hatten, also irgendwo einen Kredit hatten und den vielleicht nicht rechtzeitig zurückbezahlt haben. Da wird man sozusagen eingerankt, wie vertrauenswürdig ist man. Und ja, ihr kennt das vielleicht, wenn ihr selber mal nach einer Wohnung gesucht habt. Mittlerweile braucht man auch dafür eine Schufa-Auskunft. Und wenn diese Schufa-Auskunft kaputt ist, dann ist das natürlich nicht so toll. Dementsprechend kriegt man Probleme beim Jobsuchen, bei der Wohnungssuche, privat und so weiter und so fort. Und das ist halt echt ein Problem. So, das Ganze ist hier aber noch nicht fertig. Also diese Geschichte ist quasi fertig. Es hat kein schönes Ende. Das einzige Schöne ist, dass sie quasi nur, in Anführungsstrichen, nur die Anwaltskosten zahlen musste, aber trotzdem bleibt das natürlich eine katastrophale Sache. Eine neue Sportart hat sich sozusagen entwickelt in letzter Zeit, das nennt sich Doxing. Doxing ist das Veröffentlichen von privaten Daten von Leuten, die das eigentlich nicht mal müssen. Da werden dann Dinge veröffentlicht wie das Geburtsdatum, die Kreditkartendaten vielleicht auch, aber vor allem Name und Adresse. Und allein das kann schon wirklich zu viel führen. Denn wenn ich jetzt zum Beispiel einen Namen, eine Adresse und ein Geburtsdatum habe, dann kann ich bei vielen Diensten online schon anrufen. Zum Beispiel bei manchen Krankenversicherungen kann ich anrufen und sagen, hey, ich bin diese Person. Das haben Leute vom Chaos Computer Club tatsächlich schon gemacht. Oder zumindest Leute, die dort einen Vortrag gehalten haben. Ich habe den Vortrag selber gesehen und die haben tatsächlich Karten bekommen, also wirklich Gesundheitskarten, ohne sich als diese Person ausweisen zu müssen, allein nur durch diese privaten Daten. Und dieses Doxing ist ein Riesenproblem dadurch, weil wenn man solche Karten bekommt, dann kann man auch an sehr viel mehr kommen, ohne dass man irgendwas machen muss. Unterschriften lassen sich so einfach fälschen. Einfach Photoshop auf Steuerung C, Steuerung V, fertig. Ja, das ist ein Riesenproblem und deswegen möchte ich euch auf diesem Kanal hier ein klein wenig darüber informieren, was ihr tun könnt, um eure IT sozusagen ein wenig sicherer zu machen, damit euch solche furchtbaren Geschichten nicht widerfahren. An die Leute, die jetzt hier meinen, sie müssen wieder mal Instagram-Accounts hacken oder Facebook-Accounts hacken oder irgendwelche E-Mails oder sie meinen, sie müssen irgendwelche privaten Daten veröffentlichen, verzieht euch. Ich will euch hier nicht auf dem Kanal haben. Absolut nicht.
Mein Fazit also, man muss heutzutage für sich selbst einstehen, man muss heutzutage für sich selbst eine gewisse IT-Security-Kompetenz entwickeln. Die braucht einfach jeder, damit einem sowas nicht passiert, und das ist das Traurige daran. Ja, ihr müsst quasi dafür selber sorgen, und dazu will ich einen kleinen Teil beitragen. Deswegen würde es mich freuen, wenn ihr dieses Video an Leute weiterschickt, die vielleicht nicht wissen, warum sie sich um IT-Security sorgen sollten. Ich habe auch von anderen Leuten mitgekriegt, dass ihre Social-Media-Accounts gehackt wurden. Teilweise ist da was Schlimmes passiert, teilweise ist nichts Schlimmes passiert. Unge habt ihr vielleicht auch mitbekommen, er wurde selbst auch mal gehackt. Es gibt so viele Beispiele und ich kenne kaum jemanden, dem noch nichts passiert ist. Und deswegen, ja, mein Fazit hier, bitte lasst euch nicht hacken, und ja, wir hören uns wieder beim nächsten Mal. Bis dann, ciao.